Ich erinnere mich genau an den Moment. Die Stimmen im Raum, das Klirren der Gläser, das nervöse Lachen. Ich hatte gerade gesprochen, nur ein paar Worte, aber sie fielen wie Steine in einen stillen Teich. Dann Stille. Und schließlich dieses Lachen. Du verstehst so etwas nicht. Ein Satz ausgesprochen mit einem Lächeln, aber scharf wie ein Dolch. Er sollte harmlos klingen, beinahe freundlich. Doch jeder Buchstabe traf mich ins Mark. Ich sah in die Gesichter der Jüngeren, voller Überzeugung, dass meine Zeit vorbei war. Dass mein Wissen, mein Können, meine Erfahrungen bedeutungslos geworden waren. Ich war nur noch der Alte am Tisch. Der, über den man lächelt, aber nicht mehr zuhört. Dabei wollten sie nur über Fortschritt sprechen, über Technologien, über neue Wege. Und ich wollte nur erzählen, wie ich einst etwas baute, das alle für unmöglich hielten. Aber sie lachten. Und mit jedem Lachen verschwand ein Teil von mir in die Stille. Ich senkte den Blick. Nicht aus Scham, sondern aus Enttäuschung. Nicht, weil sie recht hatten, sondern weil sie gar nicht hören wollten. Sie wussten nichts von den Nächten, die ich durchgearbeitet hatte. Nichts von den Händen, rau und zerschunden vom Tun. Nichts von dem Weg, der mich hierher geführt hatte. In diesem Moment wusste ich, es war Zeit, nicht mehr zu reden. Es war Zeit zu zeigen. Ich heiße Karl. 72 Jahre alt. Handwerker, Erfinder, Vater, Großvater oder besser gesagt, ich war all das. Zumindest in den Augen der Welt. Heute sehen sie in mir nur noch den alten Mann mit faltigen Händen und Geschichten aus einer Zeit, die angeblich niemanden mehr interessiert. Mein ganzes Leben lang habe ich Dinge erschaffen. Nicht mit Computern oder Apps, sondern mit Werkzeug, Schweiß und Geduld. Ich habe mit Holz gearbeitet, mit Metall, mit meiner Fantasie. Was ich nicht hatte, erfand ich. Was ich nicht wusste, lernte ich. Als ich jung war, war mein Name ein Versprechen. Die Leute sagten, wenn Karl es baut, dann hält es. Und ich baute viel, Scheunen, Möbel, kleine Maschinen, Spielzeuge für die Kinder in der Nachbarschaft. Ich reparierte, was andere wegwerfen wollten. Ich glaubte an Beständigkeit, an das, was bleibt. Ich bin kein Mann großer Worte, nie gewesen. Aber wenn ich etwas tat, dann mit meinem ganzen Herzen. Auch in der Familie. Ich war nicht immer laut, nicht immer präsent, aber ich war immer da. Ich habe versucht, meinen Kindern beizubringen, was es heißt, sich etwas mit eigenen Händen zu erarbeiten. Doch die Zeiten haben sich geändert. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie haben mich einfach hinter sich gelassen. Ich wurde leiser, beobachtete. Und obwohl ich selten sprach, nahm ich alles wahr. Die Blicke, die leisen Seufzer, wenn ich zu erzählen begann. Die Gespräche, bei denen mein Platz am Tisch plötzlich entbehrlich wurde. Aber tief in mir war ich noch derselbe. Nur wartete ich auf den Moment, es ein letztes Mal zu beweisen. Es war ein gewöhnlicher Sonntagnachmittag. Die ganze Familie hatte sich im Haus meines Sohnes versammelt. Ein modernes Haus, hell offen, voller Stimmen, und trotzdem fühlte ich mich darin oft wie ein Fremder. Die Kinder saßen auf dem Sofa, vertieft in ihre Tablets. Die Erwachsenen standen in der Küche, redeten über Dinge, von denen ich kaum etwas verstand. Kryptowährungen, Apps, Homeoffice, neue Autos mit Touchscreen. Ich saß auf dem alten Holzstuhl am Rand des Wohnzimmers. Der Stuhl wackelte ein wenig, aber er erinnerte mich an meine erste eigene Werkbank. Niemand bemerkte, dass ich ihn einmal selbst repariert hatte. Es roch nach Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Der Fernseher lief im Hintergrund, aber niemand sah hin. Alles war in Bewegung, schnell, laut, und ich mittendrin, still. Ich hob den Blick, lächelte einem meiner Enkel zu. Er runzelte die Stirn. Dann beugte er sich zu seinen Cousins und flüsterte etwas, das ein leises Kichern auslöste. Ich hörte es. Natürlich hörte ich es, ich hörte alles, auch wenn ich schwieg. Dann, mitten in einem Gespräch, wagte ich es. Ich erzählte von einer Idee, die ich hatte. Eine kleine Erfindung, die ein alltägliches Problem auf clevere Weise lösen konnte. Ich erklärte es ruhig, bedacht, fast wie ein Vater, der etwas Wertvolles weitergeben möchte. Doch kaum hatte ich den letzten Satz gesprochen, brach ein Lachen los. »Ach, Opa, du verstehst das nicht mehr«, sagte mein Enkel und schüttelte den Kopf. »Diese Dinge funktionieren heute ganz anders.« Ich nickte, tat so, als würde ich es verstehen, aber innerlich zog sich etwas in mir zusammen. Etwas, das schon lange auf der Kippe stand. In der Nacht konnte ich nicht schlafen. Die Worte meines Enkels hallten in meinem Kopf nach. »Du verstehst das nicht mehr.« So einfach gesagt, so beiläufig. Aber für mich
War es wie ein Schlag ins Gesicht? Hatte ich wirklich keinen Platz mehr in dieser Welt? Ich stand auf, ging in die Werkstatt hinter meinem kleinen Haus. Eine Werkstatt, in der ich Jahrzehnte verbracht hatte, zwischen Holzstaub, Metallteilen, Skizzen und dem vertrauten Knarren des alten Holzbodens. Dort hatte ich mein Leben gebaut, Idee für Idee, Schraube für Schraube. Ich setzte mich an meinen alten Tisch, griff zu einem Bleistift. Meine Hände zitterten leicht, aber der Griff war noch immer sicher. Ich begann zu zeichnen, nicht um ihnen etwas zu beweisen, sondern für mich. Für den Teil von mir, der sich weigerte zu glauben, dass ich nichts mehr zu sagen hatte. Es war eine Vorrichtung, eine einfache, aber clevere Idee. Etwas, das den Alltag erleichtert, ohne Strom, ohne WLAN, ohne App. Etwas, das man anfassen konnte, verstehen konnte. Etwas Echtes. Ich arbeitete nächtelang, schnitt, schraubte, feilte. Jede Bewegung war ein stiller Protest gegen das, was sie über mich gesagt hatten, gegen das Bild vom alten Mann, der nichts mehr versteht. Am 4. Morgen hielt ich es in den Händen, mein Werk, ein kleines Gerät aus Holz und Metall. Schlicht, effizient, genial. Ich setzte mich hin und überlegte, sollte ich es ihnen zeigen oder würden sie wieder lachen? Ich erinnerte mich an eine Zeit, in der mein Sohn als kleiner Junge in dieser Werkstatt gesessen hatte, seine Augen leuchtend, wenn ich ihm etwas erklärte. Wo war dieses Leuchten geblieben? Ich nahm mein Gerät, packte es sorgfältig in eine Kiste, legte eine kleine Beschreibung bei, handgeschrieben, und fuhr mit zögerndem Herzklopfen zum Haus meines Sohnes. Sie waren alle da, wie immer sonntags. Ich trat ein, stellte die Kiste auf den Tisch. »Ich hab da was gebaut«, sagte ich leise. Sie blickten auf, skeptisch, verwirrt. Einige lächelten gezwungen. Mein Enkel beugte sich über die Kiste, zog das Gerät heraus. »Was soll das sein?« fragte er. »Probier's aus«, sagte ich nur. Er drückte. Es funktionierte. Sofort. Stille. Dann ein ehrliches, erstauntes Lächeln auf seinem Gesicht. »Das ist eigentlich ziemlich gut.« Es war nur ein Satz. Aber es war ein Riss im Eis. Ein Riss, durch den endlich etwas hindurchdringen konnte. Respekt. Doch dieses Lächeln, es hielt nur kurz. »Ist nett, Opa«, sagte mein Enkel. »Aber sowas braucht heute keiner mehr. Es gibt längst Apps dafür.« Die Kiste wurde zur Seite geschoben. Die Aufmerksamkeit wieder auf ihre Telefone, auf Gespräche, auf alles andere. Ich war nur ein flüchtiger Zwischenruf in ihrem vollen Sonntag, ein Störgeräusch, das man höflich abnickt und vergisst. Ich stand eine Weile da. Alle um mich herum sprachen, lachten, lebten, nur ich fühlte mich wie ein Möbelstück, das man aus Respekt nicht wegwirft, aber auch nie mehr wirklich nutzt. Meine Finger streichelten unbewusst das Holz meiner Erfindung. So viel von mir steckte darin. Nächte, Gedanken, Erinnerungen. Und doch, es war, als hätte ich nichts gebracht. Mein Sohn legte mir die Hand auf die Schulter. »Papa, das war lieb von dir. Aber ruh dich doch einfach ein bisschen aus, ja? Du musst doch nicht mehr...« Er sagte es sanft, aber es schnitt tief. »Du musst doch nicht mehr.« Wie ein Schlusspunkt, wie ein Deckel, der endgültig geschlossen wird. Ich nickte, lächelte, zog mich zurück in den Flur und da ließ ich die Kiste einfach stehen, auf dem kleinen Tisch neben den Jacken. Keiner bemerkte es. Ich trat leise hinaus, der Wind war kalt, aber der wahre Frost war in meiner Brust. Ich ging spazieren, ziellos, wie ein Blatt im Wind, aber jeder Schritt war ein Versuch, den Schmerz unter meinen Füßen zu lassen. Ich kam an einem alten Schuppen vorbei, halb verfallen, vergessen wie ich. Etwas zog mich hinein. Drinnen roch es nach Öl, Holz und Erinnerung. Werkzeuge, staubige Regale, ein Schraubstock, wie in meiner alten Werkstatt. Und plötzlich war sie wieder da. Die Sehnsucht, etwas zu schaffen. Nicht um zu beeindrucken, sondern um zu leben. Ich fuhr nach Hause, holte meine Skizzen, meine Ideen, die niemand je sehen wollte. Und ich begann. Tage, Nächte. Ich verlor das Zeitgefühl. Ich baute. Ich tüftelte. Ich schuf. Nicht für Likes, nicht für Applaus, sondern für mein Herz. Ein kleines Gerät, schlicht und schön. Eine Mischung aus Tradition und Technik. Es konnte einfache Abläufe im Haus automatisieren, nichts Großes, aber mit Seele gemacht. Ich teilte es online in einem Forum für Senioreninnovationen,
keine großen Erwartungen. Doch dann, es kamen die Nachrichten. Das ist genial. Meine Mutter nutzt es jeden Tag. Danke, dass Sie Ihre Idee geteilt haben. Und dann ein Anruf. Ein junger Unternehmer aus Berlin. Er wollte mein Gerät lizenzieren. Mit meinem Namen. Sie haben etwas gebaut, das Menschen wirklich hilft, sagte er. Ich war sprachlos. Ich, der Mann, dem man sagte, er hätte nichts mehr beizutragen. Ein paar Wochen später erhielt ich eine Einladung. Handgeschrieben auf hochwertigem Papier. Absender, der Bürgermeister unserer Stadt. Wir möchten Sie für Ihren Beitrag zur Gemeinschaft ehren, stand dort. Ich las die Zeilen mehrmals, mein Herz schlug schneller. Nicht wegen der Ehre, sondern wegen des Absenders, denn im Anhang stand, Ihre Familie wird anwesend sein. Ihre Erfindung hat sie tief berührt. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Sie hatten es gesehen. Sie wussten jetzt. Am Tag der Ehrung trat ich vor die Bühne, Hände zitternd, Stimme belegt. Und dort in der ersten Reihe saßen sie. Mein Sohn, meine Enkel, sogar die Schwiegertochter, die sonst nie kam. Sie klatschten. Aufrichtig. Nach der Zeremonie kam mein Enkel auf mich zu. Er sagte nur leise, »Opa, es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung.« Ich legte meine Hand auf seine Schulter. Es ist nie zu spät, etwas zu erkennen. Manchmal muss man erst belächelt werden, bevor man verstanden wird. Manchmal muss man gehen, bevor andere den eigenen Weg erkennen. Und manchmal reicht es, still weiterzumachen. Ich habe nie etwas getan, um Applaus zu bekommen. Ich wollte nur zeigen, dass Alter kein Hindernis ist, dass Erfahrung nicht veraltet ist, dass Hände, die zittern, trotzdem Großes schaffen können. An diesem Abend, auf dem Heimweg von der Ehrung, hielt mein Enkel meine Hand. Nicht aus Mitleid, sondern aus Respekt. Und ich dachte an all die Male, in denen ich zurückgewiesen wurde, an die Blicke, die Worte, das Lachen. Doch heute war es leise. Leise, aber voller Bedeutung. Ich hatte ihnen nichts bewiesen, ich hatte sie erinnert. Daran, wer ich war. Und dass ich nie aufgehört hatte, ich selbst zu sein. Vielleicht war das mein größtes Werk. Nicht die Maschine, nicht das Holz, sondern, dass ich geblieben bin. Danke fürs Zuschauen.